Ich habe mit einer Frau gearbeitet, die sehr früh schon die sehr leidvolle Erfahrung gemacht hat, weil ihre Eltern viel arbeiten mussten, dass sie als kleines Kind schon immer weggegeben wurde. Sie hat sich irgendwann selbst die Schuld daran gegeben, dass sie immer weggegeben wird. Wenn niemand ihr erklärt, wie die Situation ist, dann muss sie selbst für sich eine Erklärung finden. Jetzt kam sie in die Therapie und dieser Satz, ne, ich bin ein böses Mädchen, was ein bestimmter Kindeinteil in ihr ganz doll geglaubt hat, war ganz stark präsent in ihr. Ich fühle mich böse. Ich bin doch böse. Kannst du mich nicht auch als böses Mädchen lieben? Mindseed mit Leon Heimann. Maria Sanchez ist Traumatherapeutin und spricht über etwas, das viele von uns völlig unterschätzen. Sie sagt, unser eigentliches Problem ist nicht die Vergangenheit, sondern wie wir uns heute im Hier und Jetzt selbst begegnen. Denn wir glauben oft, wir leben in der Gegenwart. In Wahrheit, sagt sie, reagieren wir ständig aus einer emotionalen Vergangenheit heraus, die nie wirklich abgeschlossen wurde. Wir versuchen uns zu verändern, uns zu optimieren, ruhiger, stärker, besser zu werden und merken nicht, dass wir damit die eigentliche Ursache immer weiter umgehen. Ich wollte dieses Gespräch führen, weil so viele Menschen das Gefühl haben, festzustecken. In Mustern, Beziehungen, in sich selbst. Und die Frage ist, was, wenn es nicht darum geht, etwas zu reparieren, sondern zu verstehen, wie wir uns gerade begegnen? In dieser Folge geht es darum, warum wir uns selbst auf unbewusst ablehnen, wie alte Erfahrungen unser heutiges Erleben prägen und was es wirklich bedeutet, sich selbst zu begegnen, statt vor sich wegzulaufen. Wenn dich Gespräche über mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne einmal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Podcast und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Viel Spaß und spannende Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge im Mindseed-Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Maria, viele Menschen verbringen einen großen Teil ihres Lebens entweder in Erinnerungen an die Vergangenheit oder in Sorgen um die Zukunft. Du sprichst von dem emotionalen Jetzt. Warum ist diese Perspektive so entscheidend, wenn wir wirklich verstehen wollen, warum wir leiden und wie wir uns selbst begegnen? Ja. Der Begriff emotionales Jetzt, den habe ich kreiert vor langer Zeit schon, um auf einen bestimmten blinden Fleck aufmerksam zu machen, den wir haben, wenn wir uns in der Gegenwart erleben. Und wir können ja uns nur immer im Jetzt wahrnehmen, wir können im Jetzt denken, es gibt immer nur das Jetzt, wo überhaupt irgendetwas für uns stattfinden kann. Und das Jetzt ist ja bei vielen Menschen ein magisches Wort, weil es häufig so ist, dass wir versuchen, gerade auch, wenn wir aus einer verletzten Vergangenheit kommen, dann ist es so wichtig, sich im Hier und Jetzt gut zu orientieren, dass wir uns körperlich gut fühlen, hier und jetzt, dass wir immer wieder gut orientiert sind. Es gibt zum Beispiel in der traumatherapeutischen Landschaft hier und jetzt, dort und damals, dass man so ein bisschen das auseinanderhalten kann. Und es gibt auch im spirituellen Bereich das Jetzt, das mystische Jetzt, das ewige Jetzt, wo wir aus der Zeit ganz aussteigen. Was aus meiner Sicht noch zu wenig im Fokus steht, ist die Haltung, mit der wir uns im Jetzt uns selbst annähern oder auch jemand anderem begegnen. Und die Haltung hat ganz, ganz viel damit zu tun, aus welcher emotionalen Haltung heraus ich einen Raum öffnen kann für mich selbst oder für den anderen und aus welcher Haltung heraus ich das auch nicht kann. Wir können also zum Beispiel mental bestimmte Konzepte haben, wir können uns Dinge vornehmen, aber letztlich geht es ja darum, ob wir in einem Wir-Raum sein können, du und ich jetzt zum Beispiel, oder auch, ob ich einen Wir-Raum nach innen auch öffnen kann. Also wie stark bin ich in der Lage,
in Beziehung zu treten mit mir selbst und auch mit dem anderen. Und das eine bedingt ja das andere. Wenn ich nicht gut in Beziehung mit mir selbst sein kann, dann kann ich auch nicht gut einen Wir-Raum mit dem anderen öffnen. Dann kann ich mental bestimmte Konzepte vielleicht haben, aber letztlich geht es darum, ob wir in eine Präsenz, in eine gemeinsame Präsenz kommen. Und dieses emotionale Jetzt habe ich deshalb so genannt, weil wir sind ja durch unsere Vergangenheit geprägt, gerade auch wenn die Vergangenheit nicht so angenehm war. Dann haben wir ja bestimmte Ausläufer aus der Vergangenheit ins Jetzt hinein. Und das ist uns oft gar nicht wirklich klar. Also ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen weiter erstmal Mhm. ausholen soll, lieber Leon. Ich spreche zum Beispiel von zwei Arten von Vergangenheit. Es gibt einmal eine Vergangenheit, die ist chronologisch abgeschlossen, also die ist eben passé, die war vielleicht vor 10 Jahren. Und es gibt eine Vergangenheit, die ist emotional abgeschlossen oder eben auch nicht. Also ein Beispiel, damit es ein bisschen mehr Mhm. down to earth kommt. Wenn ich zum Beispiel meine Geburtstagsfeier als Kind als ein sehr schönes Erlebnis normalerweise erlebt habe, erfahren habe, dann werde ich, wenn ich jetzt Geburtstag habe, mit einem schönen Empfinden an die Vergangenheit denken. Ich denke vielleicht an Feiern, die meine Eltern mir bereitet haben, an schöne Feste, an Begegnungen und so weiter. Dann ist dieses Ereignis, mein Geburtstag zum Beispiel, mein 10. Geburtstag, ist chronologisch abgeschlossen, also zeitmäßig abgeschlossen und emotional abgeschlossen. Da bleibt nichts nach. Wenn ich heute daran denke, dann ist keine Spannung, die sich irgendwie in mir aufbaut, sondern ich kann mit einem guten Empfinden zurückdenken. Da ist hinter der Vergangenheit, wie ich oft sage, ein Punkt. Es gibt aber eben auch eine ganz andere Vergangenheit und das ist chronologisch, sie ist chronologisch abgeschlossen. Aber wenn an meinem 10. Geburtstag ich mich sehr darauf gefreut habe und meine Eltern sich immer wieder streiten oder gestritten haben und ich habe sie gebeten, weil vielleicht meine Freunde kamen, meine Freundinnen kamen und es war mir so wichtig, dass das ein schönes Erlebnis für uns alle ist. Und ich habe meine Eltern vielleicht gebeten: „Könnt ihr bitte, bitte für mich euch zurückhalten?“ Und sie haben es wieder nicht getan. Sie haben sich gezofft, es war unangenehm, ich fand es peinlich, habe mich geschämt und so weiter. Dann ist, wenn es jetzt richtig bei mir reingehauen hat sozusagen, wenn es richtig gesessen hat bei mir, dann ist diese Vergangenheit zwar chronologisch abgeschlossen, aber nicht emotional. Und jetzt, wenn man das zusammennimmt, dass wir uns ja nur in der Gegenwart wahrnehmen können, nur die Gegenwart. Wir können nicht gestern uns wahrnehmen, wir haben immer nur das Jetzt. Ich kann mich im Jetzt an gestern erinnern. Dann hat auch die unerlöste Vergangenheit, wie ich sie nenne, die nicht emotional abgeschlossen ist, nur die Möglichkeit, sich im Jetzt zu zeigen. Nur im Jetzt. Und wenn ich jetzt bestimmte Aspekte, wie ich mein Ich aufgebaut habe, wie ich mein Selbstbild aufgebaut habe, wenn ich das nicht mit einbeziehe, dass das, was ich im Jetzt wahrnehme, durch die Brille schon dass ich schon durch die Brille schaue in der Beziehung zu mir selbst, die aus der unerlösten Vergangenheit, also wo kein Punkt ist, sich speist, dann kann es sein, dass ich mir gar nicht klar darüber bin, dass alles, auch unser Gespräch, mein Sein mit Menschen, mein Sein mit dem Leben, mein Sein mit dem Hören, aber vor allem mein Sein mit mir selbst, dass das die ganze Zeit geprägt ist, mein emotionales Jetzt geprägt ist, von einem auf der unteren Ebene, von einem spannungsreichen Sein, von einer unerlösten Vergangenheit. Und wenn wir das zugrunde legen, dann bedeutet das, dass wir auch zwei Arten von Zukunft haben. Wir haben eine Zukunft, in der ich in der Gegenwart der unerlösten Vergangenheit auf eine Weise begegnen kann, dass ich reife, dass ich mich entwickle. Dann werde ich nicht nur älter, sondern ich reife und entwickle mich. Dann habe ich, wie ich oft sage, eine echte Zukunft. Die meisten Menschen jedoch
sind sich ihres emotionalen Jetzt nicht wirklich gewahr. Ist ja auch die Art und Weise, wie wir uns selbst begegnen. Und daraufhin arbeiten wir mit uns selbst und all das und bekommen nicht mit, dass auf einer tieferen Ebene mein emotionales Jetzt sich immer wieder speist mit einer Haltung aus der Vergangenheit, die im Kern eine unerlöste Vergangenheit hat. Das heißt, ich werde älter, aber im Jetzt, von der emotionalen Ebene ausgeschaut, sage ich zu den verschiedenen unerlösten Anteilen, die sich ja nur im Jetzt zeigen können in mir, begegne ich denen häufig auf eine Weise, die meine Vergangenheit immer wieder neu aufleben lassen. Das heißt, es zeigt sich im Jetzt, zum Beispiel eine Unruhe. Ich will die Unruhe nicht haben, ich möchte sie loswerden. Ich sage Nein zum Jetzt. Mein emotionales Jetzt hat ein Nein und die Unruhe wandert wieder ab. Ich könnte mich verbinden mit Ruhe, ich kann meditieren, ich kann alles tun. Dann kann ich auch ruhiger werden im Jetzt. Aber emotional, mein emotionales Jetzt ist nicht in der Begegnung mit mir selbst, sondern die Unruhe kann in mir nicht landen. Und dadurch kreisen wir ewig in einem bestimmten Kreislauf und reifen in der Regel nicht emotional. Wir reifen mental, wir können Strategien entwickeln, wir können bestimmte psychologische Dinge tun oder spirituelle Dinge tun, aber wir landen nicht wirklich im Jetzt, also emotional im Jetzt. Und das ist ja das, auf der emotionalen Ebene entstehen die Probleme. Leiden ist auf der emotionalen Ebene, nicht in erster Linie auf der mentalen Ebene. Ich weiß nicht, ob das zu komplex ist, das habe ich lange gesprochen, aber das ist mir erstmal wichtig, so ein bisschen das Gewahrsein dafür zu schulen, dass es immens wichtig ist, mit welcher Haltung wir uns im Hier und Jetzt begegnen, sowohl uns selbst als auch anderen. Danke an unseren heutigen Werbepartner MyBags, die diese Folge möglich gemacht haben. Wusstet ihr, dass über 70% unserer Immunzellen im Darm sitzen? Er ist quasi unser Superorgan, der alles steuert, vom Energielevel bis zum Wohlbefinden. Mit den Daily Bags von MyBags hältst du deine innere Balance stabil. Daily Bags sind wissenschaftlich entwickelte Symbiotika, die es in einer spezifischen Form sowohl für Frauen als auch für Männer gibt. In jeder Kapsel stecken 30 Milliarden lebende Bakterienstämme. Die Daily Bags Man unterstützen dich mit Selen und Zink für den Zellschutz und einen normalen Testosteronspiegel. Und für die Frauen sind Eisen und Folat enthalten, was gerade bei Müdigkeit im Alltag ein Gamechanger ist. Biotin und Ingwer unterstützen die Darmschleimhaut und die Verdauung. Und das Ganze ist der einfachste Weg, sein Mikrobiom täglich zu stärken. Wenn ihr Bock habt, eure Darmgesundheit mal strategisch anzugehen, gönnt euch das Upgrade für euer Immunsystem mit dem Code MINDSEED25 für Neukunden und Daily Mindseed für Bestandskunden bei Abschluss eines Abos. Die Links und die Codes findet ihr wie immer in den Shownotes. Du hast ja selbst eine Vergangenheit, die von Gewalt, Essstörungen und so weiter geprägt ist. Darüber haben wir ja unter anderem auch in der vorherigen Podcast-Folge schon mal gesprochen. Das ist ja heute das zweite Mal, dass wir hier Genau. zusammensitzen. Wann hast du zum ersten Mal diese Ambivalenz gespürt? Also dieses, mein Leiden verändert sich, wenn ich beginne, mit einer anderen Haltung in Präsenz zu gehen. Also vielleicht ist das wichtig, weil nochmal kurz zu ergänzen, es geht nicht darum, eine bestimmte Haltung im Jetzt einzunehmen. Weil alles, was du versuchst zu machen, ist eine mentale Ausrichtung. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne mir im Jetzt positiver, wohlwollender, sanfter begegnen, dann kann ich das natürlich tun. Aber wenn ich das nicht mir hole, ist mein natürlicher Zustand noch, dass ich gerade nicht im Frieden mit mir bin, dass ich vielleicht hart mit mir bin. Also ich kann natürlich immer in die oberen Etagen fahren, aber im Keller atmet was ganz anderes. Deswegen können wir eine Haltung, die tatsächlich an der tiefsten Stelle in uns atmet,
nicht machen, sondern wir können vielmehr, statt eine Haltung einzunehmen, geht es darum, die Haltung, die wir haben, zu erkunden. Wir müssen nicht repariert werden, Leon. Wir müssen nicht korrigiert werden, wir müssen nicht repariert werden, sondern wir haben das unglaubliche Geschenk als Mensch, dass wir Bewusstheit über Bewusstheit haben. Wir haben nicht nur Selbstbewusstsein, das haben Tiere auch, andere Tiere auch, sondern wir haben Bewusstheit über Bewusstheit. Wir können auf eine Weise uns selbst kennenlernen, uns selbst erforschen, dass wir zu ganz anderen Einsichten, wie eine Frau, die ich ausbilden durfte, immer wieder sagt, zu Erspürnissen kommen können. Und wenn wir die Haltung, die wir im Jetzt haben, tatsächlich überhaupt uns mal bewusst werden, das tun wir in der Regel nicht. Wir sagen, ich habe eine Härte gegen mich, ich möchte gerne mir sanfter begegnen, aber dann erkunde ich in der Regel nicht meine Härte, sondern ich strebe nach der Sanftheit. Dabei ist die Härte auf einer tieferen Ebene das, was atmet. Und deshalb möchte ich immer wieder so gern aufstehen dafür, dass wir überhaupt erstmal unsere Wahrnehmung schulen für das emotionale Jetzt. Wo stehe ich innerlich tatsächlich? Nicht, wo möchte ich gern stehen, sondern wo stehe ich tatsächlich, wenn ich nicht mir was hole? Was ist dann? Welcher Beziehungsraum oder auch Nicht-Beziehungsraum öffnet sich dann in mir zu mir selbst? Du hast ja gerade diese 2 Szenarien skizziert mit den beiden Vergangenheiten und die eine ist emotional abgeschlossen und die andere nicht. Und das heißt, bei mir kam so ein Bild hoch, wenn ich jetzt in einer nicht emotional abgeschlossenen mit einer nicht emotional abgeschlossenen Vergangenheit lebe, dann habe ich ja eine Präsenz wie so eine Brille auf, wie so eine emotionale Brille. Und dann färbt sich ja meine Realität Ganz mit genau. dieser emotionalen Vergangenheit. Woher weiß ich denn, dass ich gerade so eine Brille aufhabe? Also du kannst ja erstmal spüren, habe ich überhaupt ein Ja gerade zum Jetzt? Das ist ja etwas, was wir uns in der Regel gar nicht fragen. Also ich habe vor einiger Zeit, hat mir jemand einen Link geschickt, wo jemand so eine Morgenmeditation gemacht hat und angeleitet hat, und da hat die Person sehr wohlmeinend, ja, erst begonnen mit Atmung und all das, und dann ging es darum, sich für den Tag in den Tag einzustimmen, und es war ganz klar, wo es hingehen soll, dass du am Ende kraftvoller bist, dass du zentrierter bist. Das ist ein Nein zum Jetzt. Ich muss nicht zentrierter sein. Wenn ich nicht zentriert bin, ist das mein Jetzt, mein emotionales Jetzt. Also, wer in mir will überhaupt zentrierter sein? Und ich weiß, das klingt erstmal so verrückt, weil wir natürlich kollektiv erstmal alle so ticken in dieser Denk- und Fühlweise. Was uns aber nicht bewusst ist dabei ist, dass wir die gesamte Zeit immer ein Nein zum Jetzt aussprechen und damit auch ein Nein zu mir selbst. Man könnte ja auch ganz anders starten in den Tag. Wenn man sich überfordert fühlt, dann ist es natürlich total wichtig, dass wir erstmal Übung machen oder dass wir, wie ich oft sage, die bestimmte Pille einnehmen, die Beruhigungspille, damit ich überhaupt erstmal eine Möglichkeit habe, mir überhaupt begegnen zu können. Aber wenn es nicht so extrem ist, dann könnte man ja sagen, okay, ich gehe mich ein bisschen durch, nicht nur physisch, körperlich, sondern auch emotional. Wie bin ich eigentlich gerade unterwegs? Wie bin ich, man könnte zum Beispiel, das sage ich Menschen, mit denen ich arbeite, ganz oft, von 0 bis 100, was die Grundemotion betrifft, wie würdest du dich einstufen? Wie viel Prozent Angst ist gerade da? Wie viel Prozent Wut oder Freude oder was auch immer? Gefühle oder Emotionen. Sodass wir erstmal überhaupt mitbekommen können, wie bin ich denn gerade da? Und dann bekomme ich vielleicht mit, ich fühle mich unruhig, das könnte in Richtung Angst gehen. Ich fühle mich ein bisschen verengter, da merke ich, es ist vielleicht so eine Grantigkeit da, bin ein bisschen wütend. Das ist mein emotionales Jetzt, das ist im Augenblick. Und statt jetzt zu gucken, wie komme ich davon weg, statt irgendwie zu sagen, ich mache diese Morgenmeditation und wunderbar, der Tag ist mein,
auch okay, wenn man es tun möchte. Für mich ist immer nur wichtig, wisse, was du tust. Darum geht's ja. Wenn ich aber mich so mir selbst gegenüber regelmäßig verhalte, dann kann die Seite in mir, die zum Beispiel unruhig ist, nie emotional landen, was sie in der Vergangenheit ja auch schon nicht konnte bei meinen Bezugspersonen, sonst wäre diese Unruhe nicht ein Symptom, was immer wiederkehrt. Ich habe darüber auch schon ein paar Mal im Podcast gesprochen. Wir alle haben ja Tage, ne, da fühlen wir uns besser, Tage, da fühlen wir uns nicht so gut. Und ich habe das in der Vergangenheit auch öfter gehabt, dass es einfach mal so war, dass ein Tag nicht gut war und dann habe ich mich schlecht gefühlt und dann habe ich eigentlich genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Also ich habe irgendeine Kompensationsstrategie angewendet, um das so wegzuschieben, diese negative Emotion. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass das bringt nichts, weil ich fühle mich danach dann eher leer. Also ich fühle mich dann eher stumpfer so, nicht so energetisch. Und jetzt, und es ist nicht einfach, versuche ich aber mittlerweile, wenn ich mich wirklich schlecht fühle, versuche ich das anzunehmen, weil das dann eine Legitimation hat. Was bedeutet, du versuchst es anzunehmen? Es da sein zu lassen und nicht etwas zu tun, um das zu unterdrücken. Und wie machst du das, da sein Also lassen? Dann? Beispiel, ja. Gerne. Ich fühle irgendwie heute ist nicht mein Tag, ja. Ich fühle einfach, es fühlt sich alles ein bisschen eng an. Ich habe mehr Gedankenkarussells als sonst. Da sind sogenannte negative Gedanken. Und eine Kompensationsstrategie könnte zum Beispiel sein, okay, dann lenke ich mich jetzt ab. Ich lenke mich ab in jeglicher Form, ja, mit dem Fernseher, mit dem Absolut, Handy, mit allem, genau. mit allem Möglichen. Ruf einfach Leute an, keine Ahnung. Genau. Und dann gibt man aber, finde ich, dieser Emotion ja auch gar keinen Raum. Und ich denke, diese Emotion will einem ja irgendwas sagen. Also die ist ja da aus einem bestimmten Grund. Und das war so mein Erkenntnisprozess, so letztes Verstehe. Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, also da, wo ich gerade bin, mittlerweile versuche ich, wenn ich im bewussten Zustand bin, zu sagen, okay, nee, das machst du jetzt nicht, sondern du lässt es mal da sein und spürst mal da rein. Mhm. Es geht dann auch nicht weg sofort. Es geht nicht weg. Mhm. Aber meistens schlafe ich dann in der Nacht und am nächsten Tag, am Morgen ist ein neuer Tag. Und dann fühle ich mich gut. Und wenn ich aber am Tag zuvor abends das versuche zu kompensieren, fühle ich mich am nächsten Tag nicht gut. Das kann ich sehr, sehr verstehen, was du sagst. Vielleicht wären, wenn man das betrachtet, jetzt nur von dem ausgehend, was du gerade geschildert hast, ne? Vielleicht wären ein paar Fragen auch unterstützend. Du sagst, ich versuche das dann da sein zu lassen. Da würde ich als erstes fragen, welche Seite in dir versucht es da sein zu lassen? Also wer in dir öffnet überhaupt welchen Raum? Hm. Weil wenn du den Raum nur öffnest, und ich nehme es jetzt von dir weg, weil da kenne ich dich viel zu wenig, Leon, ne? Wenn du den Raum nur öffnest, damit es doch letztlich irgendwann geht, dann ist es kein echtes Daseinsrecht. Dann ist es ein Duldungsrecht der Emotionen. Wenn du sagst, da ist eine Information drin, da bin ich sofort mit dir. Jetzt kommt es ja darauf an, wie kannst du in eine Begegnung kommen, weil diese Seite in dir bist ja du. Die Emotion bist ja auch du. Also wir haben einmal Leon, der sich, keine Ahnung, der sich vielleicht verengter fühlt an einem Morgen oder so. Es ist oft ein Gefühl, ich gebe dir nochmal ein paar mehr Gerne, Informationen, gerne. ist manchmal so ein Gefühl der Einsamkeit, glaube ich. Okay. Ein Gefühl okay. von, ich fühle mich irgendwie allein. Jawohl, okay. Ja, und dann ist da sozusagen, denke, das Gefühl ist dazu da, damit ich mich mehr wieder in soziale Kontexte begebe. Also das glaube ich, das ist die Information dahinter. Vielleicht. Und was man natürlich als Beispiel, womit man das dann kompensieren kann, man geht auf Social Media und hat dort irgendwelche Chats und oberflächliche, also keine echten menschlichen Begegnungen. Verstehe. Ja. Also vielleicht ist die Information, Mensch Leon, es ist Zeit, wieder ein bisschen mehr unter Menschen zu gehen. Vielleicht ist aber auch dein emotionales Jetzt eine unerlöste Vergangenheit.
Nämlich eine Seite kann auch anders sein. Das ist nur als Mhm. Möglichkeit. Das müsste man im Jetzt eben gerade vielleicht, wenn man möchte, erkunden. Vielleicht gibt es eine Seite, die schon sehr lange Zeit einsam ist. Vielleicht sich sogar auch schon in der Kindheit einsam gefühlt hat, nicht verbunden gefühlt hat, nicht ausreichend verbunden gefühlt hat. Jetzt hat sie ja nur in der Gegenwart die Möglichkeit, bei dir anzuklopfen. Manchmal kann es sein, dass es eine Aufforderung ist, dass wirklich eine reine Information, Mensch, jetzt warst du viel alleine, jetzt gibt es einen Impuls, mal wieder unter Menschen zu gehen. Und manchmal taucht das Emotionale jetzt auf, die unerlöste Vergangenheit, und dann könnte sogar das Treffen mit Menschen ein Wegmachen sein. Weil eigentlich geht es um eine Einladung, dass du dir selbst dieser einsameren Seite in dir begegnest. Dass der, ich sag mal, kleine Leon, wenn das überhaupt jetzt so wäre, Mhm. ne? Dass der kleine Leon, der eben früher vielleicht sich schon ganz oft einsam gefühlt hat und nicht bei seinen Bezugspersonen landen konnte, emotional, dass der immer wieder anklopft und hofft, dass er bei dir landet. Letztlich ja, dass er die Liebe kennenlernt, dass er landen kann. Und in dem Fall wäre es so wichtig, dann wäre die Information nicht, Mensch, es ist wichtig, dass ich wieder ein bisschen mehr mit Menschen bin, sondern ganz im Gegenteil, es ist wichtig, dass ich hier jetzt gerade in einer emotionalen Intimität mit mir selbst bin. Nun geht es natürlich darum, wie kann man dem dann begegnen? Es ist ja nicht nur, ich bin in meiner Einsamkeit und fühle mich schrecklich, darum geht es ja nicht. Aber wir Menschen haben die Möglichkeit, von unserem Bewusstsein her dual zu sein. Du bist hier und jetzt ein erwachsener Mann. Und wenn im emotionalen Jetzt sich morgens zum Beispiel dann diese Einsamkeit zeigt, dann kannst du als erwachsener Mann mit diesem kleineren Leon in Kontakt treten. Du kannst ihm einen Landeplatz geben. Wir können die zweite Kindheit sozusagen immer jederzeit nachholen, jederzeit. Nur dafür müssen wir überhaupt erst mal mitbekommen, welche Beziehung habe ich denn jetzt in dem Moment gerade zu mir selbst? Weil dieses ich lasse alles da sein, stimmt bei zumindest meiner Erfahrung nach bei ganz vielen Menschen überhaupt nicht. Sie lassen es da sein, damit es dann geht. Das ist kein Dasein lassen. Das ist schon ein Dasein lassen hat eine Offenheit von Moment zu Moment in jede Richtung. Ein Dasein lassen, und das hast du jetzt nicht so gesagt, ne? Mhm. Also, ein Dasein lassen, ein Duldungsrecht, wie ich oft sage, und kein Daseinsrecht, da weiß ich schon, wie ich mich in einer Stunde fühlen möchte. Da ist es schon Mhm. zielfixiert, nicht mehr wegorientiert, nicht mehr von Moment zu Moment. Und da ist ein großer blinder Fleck, dass wir gar nicht die Frage stellen, wenn etwas emotional im Jetzt auftaucht, wer in mir begegnet dem eigentlich und wie und warum? Weißt du? Also wenn jetzt zum Beispiel die Emotion hochkommt, Ja. wie gehe ich dann damit um, ohne ständig zu evaluieren zu müssen? Kommt das jetzt aus meiner Vergangenheit? Mhm. Ist das jetzt einfach, dass ich mich gerade nicht Mhm. ausreichend in sozialen Kontexten bewege? Mhm. Also man will da ja auch mit so einer gewissen Leichtigkeit rangehen und Mhm. nicht immer ständig alles evaluieren Na müssen, ne? klar. Ähm, Mhm. Verstehe. wie komme ich da in so eine Leichtigkeit oder in so einen Umgang dann mit dieser Emotion aus deiner Perspektive? Also erstmal würde ich immer die Frage stellen, hat das, was in mir auftaucht, tatsächlich jetzt gerade ein Daseinsrecht? Und weil die meisten Menschen aus meiner Sicht da eine verengtere Wahrnehmung haben, weil wir kollektiv so geprägt sind, kann die Frage zum Beispiel hilfreich sein, wenn eine Wunschfee käme und sagen würde, ich kann dir jetzt sofort die Einsamkeit wegnehmen, würdest du sagen ja oder nein? Wenn du sagst, bitte nimm sie weg, hast du ein Nein zum Jetzt. Dann gibt es für den, egal aus welcher Richtung es kommt, es darf nicht da sein. Du hast kein Ja zum Jetzt. Macht nichts. Es geht nicht darum, habe ein Ja zum Jetzt, sonst Mhm. ist es ein Problem, es ist Unsinn. Was ist, ist. Aber dann wäre wichtig, mit dem Nein zum Jetzt zu gehen. Damit bist du identifiziert. Ich will es nicht haben.
Was wir aber oft nicht mitbekommen, ist genau das, mit welcher Haltung begegne ich mir denn gerade? Und es geht nicht darum, dass wir die ganze Zeit evaluieren und mitbekommen, was ist gerade los, sondern letztlich geht es darum, dass wir, wenn wir merken, etwas taucht auf, dass wir einfach mitbekommen, okay, also jetzt taucht etwas auf, wie du gerade meintest, irgendeine Information ist da drin. Ich halte mal kurz inne, ich frage mich mal kurz, hat es überhaupt eine Erlaubnis? Wie ist mein emotionales Jetzt gerade in diesem Moment? Wenn ich merke, ich habe ein Nein zum Jetzt, es ist mir aber auch gerade zu viel, egal was auch immer. Ich rufe jetzt einen Freund an oder ich gehe mit 'n Kaffee trinken mit einer Freundin, auch okay. Wichtig ist, dass wir wissen, was wir tun, denn sonst das wird immer wieder kommen. Der einsame Leon wird immer wieder an deine Bewusstseinstür klopfen. Und wenn wir lernen, uns zu begegnen, das ist ja wirklich ein Lernen. Man hat uns das ja nicht gezeigt. Wir steigen so früh in unserer Kindheit, steigen wir schon ein mit dieser Haltung von verändere ständig dein emotionales Jetzt, sei gut drauf, leicht drauf, wie auch immer, oder nimm die Informationen aus deinen Emotionen, damit es dann aber auch verschwindet, bekommen wir nicht mit, dass wir die ganze Zeit das Nein zum Jetzt haben. Wir haben es nicht gezeigt bekommen und die gute Nachricht ist, wir können es jederzeit nachholen. Man kann lernen, eine Begegnungskompetenz in sich zu entwickeln. Du hast ja gesagt, dass man das nicht labeln muss. Zum Beispiel, ne, wenn ich merke, okay, ich habe ein Nein zum Jetzt, Mhm. dann ist es auch okay. Ich kann es, also ist es nur wichtig, dass ich das wahrnehme, hast du gesagt? Genau. Und dann damit gehe, ne? Also aber jetzt, wenn du sagst, in dem Moment Mhm. will ich es nicht, in Ordnung. Also vielleicht kann ich dir ein Beispiel nennen, Mhm. damit das noch ein bisschen greifbarer wird. Ist das okay, Mhm. wenn ich Ja. was ich jetzt sage, ist, schon mit einem sehr feinen Wahrnehmungsglas geschaut. Aber vielleicht wird daran ein bisschen deutlicher, wie subtil das Nein zum Jetzt in uns auch atmet, wie schnell das kommt, weil wir unglaublich kollektiv dementsprechend geprägt sind. Und aus meiner Erfahrung als Traumatherapeutin und Begleiterin von, spirituellen Prozessen bei Menschen kann ich wirklich sagen, es geht in jeden Bereich ganz fein hinein. Wir manipulieren die ganze Zeit das Jetzt und bekommen es nicht mit, weil wir so geprägt sind, ja? Aber wir können aufwachen aus dem Ganzen. Ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe mit einer Frau gearbeitet, die sehr früh schon die sehr leidvolle Erfahrung gemacht hat, weil ihre Eltern viel arbeiten mussten, dass sie als kleines Kind schon immer weggegeben wurde. Das heißt, während ihre Eltern gearbeitet haben, manchmal über Tage, war sie bei einer bestimmten Frau oder auch bei verschiedenen Menschen. Die Eltern mussten arbeiten. Es war nicht, sie wollten sie nicht, sondern sie mussten arbeiten. Sie mussten damals viel Geld verdienen, aus bestimmten Gründen. Und meine Klientin hat dann das gemacht, was alle Kinder tun. Sie hat sich irgendwann selbst die Schuld daran gegeben, dass sie immer weggegeben wird. Wenn niemand ihr erklärt hat, wie die Situation ist, dann muss sie selbst für sich eine Erklärung finden. Und wenn sie noch zu klein ist, also wo sie schon ein bisschen denken kann, aber noch gar nicht die Dinge überblicken kann, dann empfindet sie vor allem Schmerz, wenn die Mutter geht oder der Vater geht, für mehrere Tage auch geht. Und irgendwann hat sie für sich eben das gemacht, was alle Kinder tun. Sie hat für sich herausgefunden oder entwickelt, gar nicht herausgefunden, sie hat es entwickelt, unbewusst. Mit mir muss etwas nicht in Ordnung sein, sonst würden die nicht immer gehen. Sie hat einen unglaublich starken Kritiker aufgebaut in sich, eine kritische Stimme, die ihr bis ins Erwachsenenalter hinein immer gesagt hat, im Kern bist du schuldig und böse und das ist deine eigentliche Natur und deshalb wirst du auch immer verlassen. Sie hat auch bestimmte Dinge wiederholt mit Partnerschaften und so weiter. Jetzt kam sie in die Therapie und dieser Satz, ne, ich bin ein böses Mädchen, was ein bestimmter Kindeinteil in ihr ganz doll geglaubt hat, war ganz stark präsent in ihr.
Und dann hat sie diese Selbstbegleitung. Ich lehre ja, wie Menschen, also wenn sie wollen, dass sie lernen können, sich sehr tief selbst zu begleiten. Und sie hat diese Selbstbegleitung begonnen, hatte aber schon vorher verschiedene innere Arbeiten, innere Kindarbeit und so weiter gemacht. Sie war also noch stark geprägt von dem, was sie vorher gelernt hatte, und kam dann eben zu mir in die Praxis. Und dann habe ich sie gebeten in einer Session, ob sie vielleicht mir mal zeigen möchte, wie sie denn mit sich so arbeitet. So. Und da kannte sie noch nicht so viel die Selbstbegleitung, sondern diese innere Kindarbeit, die gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen. Ne? Und da hat sie Folgendes gemacht, und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu komplex, aber ich finde, da wird so deutlich, wie subtil das ist. Ne? Sie hat ein Symbol genommen für diese innere Kindseite, die davon überzeugt war, ich bin ein böses Mädchen, bin böse. Sie hat dieses Kissen genommen, als Symbol zu sich gelegt und hat begonnen, mit dieser Seite zu sprechen, dass sie nicht böse ist. Ganz liebevoll zu sprechen. Du bist nicht böse. Du glaubst, dass das so ist, weil man dir das und das angetan hat. Sie hat also versucht, dieser Kindseite deutlich zu machen, wie die Welt eigentlich ist und wie aus der Erfahrung dieses inneren Kindes sie die Welt bisher gesehen hat. Dann habe ich mitbekommen, dass da eine Störung war. Also atmosphärisch merkte ich, irgendwas passiert jetzt hier gerade. Ihr Nervensystem beruhigte sich. Das war so. Sie kam und hatte dann eben ein bestimmtes Anliegen. Dann haben wir mit dieser inneren Seite, haben wir sie zu greifen bekommen, und dann hat sie angefangen, diese Arbeit zu machen, nachdem ich sie eben eingeladen hatte. Magst du mir zeigen, wie du das machen würdest? Und dann habe ich sie gebeten, weil ich merkte, hier ist irgendwas ist komisch. Sie ist zwar ruhiger, also da ist etwas Wahres auch drin, und trotzdem ist irgendwas in der Atmosphäre komisch. Daraufhin habe ich sie gebeten, es gibt so bestimmte Wahrnehmungsebenen, wenn man die Selbstbegleitung erlernt, ob sie die mal durchgehen mag. Das hat sie dann getan, und dann hat sie gemerkt, dass sie wie innerlich wie eine Gabelung geschaffen hat. Also eine Kindseite in ihr, in sich hat sie erreicht. Die wurde ruhiger. Eine andere Kindseite in ihr ist abgewandert. Das hat sie dann durch diese Wahrnehmungsebenen, es sind dann ganz feine Wahrnehmungsebenen. Ich habe ihr nichts gesagt, das macht man dann selber, sonst wäre es ja beeinflusst. Das geht natürlich nicht. Und dann hat sie gemerkt, oh warte mal, Maria, da ist noch ein anderes Kind in mir. Und dann hat sie ein weiteres Symbol genommen für dieses Kind. Und dieses Kind hat Folgendes gesagt: Ich fühle mich böse. Ich bin doch böse. Kannst du mich nicht auch als böses Mädchen lieben? Weißt du? Also statt zu sagen, du bist nicht böse, sei anders, wieder ein Nein zum Jetzt, ist die Realität dieses Kindes, sie glaubt, sie ist böse. Kannst du mich nicht auch als böses Mädchen lieben? Und das war dann sehr, sehr bewegend, da hat sie sehr viel geweint, weil es eine ganze Etage noch mal tiefer ging. Das eine war mental versuchen einzuwirken, die Welt zu erklären, du bist doch nicht böse. Und das andere war emotional diese Seite abholen, wo sie tatsächlich steht. Das ist ihre innere Welt. Und wenn Liebe sagt ja letztlich zu allem Ja, ne? Einen Landeplatz geben kann, dann muss das böse Mädchen nicht gut werden. Meistens verändert es sich ja, wenn sich nichts mehr verändern braucht, verändert es sich. Aber das ist nicht die Ausrichtung. Es geht um das tiefe Eintauchen in das emotionale Jetzt. So. Wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, falls ihr das Video auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken, und falls ihr das Ganze über Spotify oder Apple Podcasts anhört oder anschaut, uns einmal eine Bewertung für den Kanal zu hinterlassen.
Damit unterstützt ihr uns und wir können weiterhin sicherstellen, die besten Leute hier in den Podcast zu holen und unsere ganze Energie hier reinzustecken. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist das die dritte Dimension in uns selbst? Weil du hast ja vorhin davon gesprochen, dass wir, wenn wir miteinander sprechen, ne, dann sind da ja erstmal zwei Positionen und gleichzeitig entsteht wie so eine dritte Position, hast du ja am Anfang gesagt. Mhm. Ne? Also quasi so die Dynamik zwischen uns. Mhm. Und dann hast du nämlich am Anfang gesagt, in uns selbst ist es auch so. Mhm. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden, weil Mhm. wie können in mir drei Positionen sein? Mhm. Kann ich Hat das was gerne. damit zu tun, was du Genau. jetzt gerade erzählt hast? Genau, also wenn du zum Beispiel, wenn ich doch mal auf deine Einsamkeitsseite, wenn es okay ist, Ja, klar. ja, zurückkommen darf. Wenn du merkst, dass du eine einsame Seite in dir hast, wir Menschen können das ja, wir können Dinge bemerken. Manchmal haben wir jahrelang eine Wahrnehmungsbrille auf und plötzlich fällt uns auf, wow, da ist ja eine Wahrnehmungsbrille, die ich aufhabe. Und plötzlich haben wir einen Abstand zu dieser Wahrnehmungsbrille. Eben hatten wir sie noch auf Mhm. und zack, so, dann bin ich schon mal zwei. Da ist der Leon, der hat die Einsamkeit, ist Einsamkeitsträger, könnte man sagen. Er ist ein Zeitzeuge aus einer unerlösten Vergangenheit. Und ich bin die Beobachterin dieser Seite. Da bin ich schon mal zwei. Die dritte Seite ist das, was ich auch in meinem letzten Buch ja auch ganz stark, es gibt so verschiedene blinde Flecken. Die dritte Seite ist das, was uns in der Regel nicht gewahr ist, nämlich, dass wir eine Haltung zu unseren Gefühlen haben. Zum Beispiel, ich will es nicht haben. Ich will nicht einsam sein. Eine weitere Seite, die vielleicht nach Leichtigkeit, nach Verbundenheit strebt. Jetzt habe ich also eine einsame Seite. Ich entdecke die Haltung, ich will es, also die Meinung, ich will es nicht haben. Und ich beobachte beide in mir. Und jetzt ist die beobachtende Instanz ja oft auch nicht gerade parteiisch und unparteiisch, sondern sie ist parteiisch. Also wir könnten sogar das noch weiter entmischen. Was aber passiert, wenn wir es nicht nur mental machen? Weil mental, dann hast du entweder unglaublich viele Erkenntnisse oder du drehst durch. Mhm. So. Sondern worum es geht ist, egal ob du mit dem Einsamen oder mit dem Ich will es nicht haben in Beziehung trittst, beides sind ja Zeitzeugen. Beides sind entstanden aus dem, wie du bisher gelebt hast. Und du kannst als Mensch, wir haben Bewusstheit über Bewusstheit. Ich finde, wir leben das viel zu wenig. Normalerweise stellen wir uns ja gar nicht die Frage, mit welcher Haltung begegne ich mir eigentlich? Gebe ich ein Duldungsrecht oder ein Daseinsrecht oder gar kein Recht? Das heißt, oder man kann auch sagen, die zweite Konfliktposition, da ist Einsamkeit, ich will es nicht haben, ist ja ein Konflikt. Die zweite Konfliktposition, ich will es nicht haben, ist uns in der Regel überhaupt nicht klar. Mhm. Das sind aber schon 3 Positionen, die ich habe. Diese Konflikte, diese Konfliktsituation und die Seite in mir, die das beobachten kann und zum Beispiel dir davon erzählen kann. Wir Menschen sind unglaublich faszinierende, vielschichtige Wesen. Wir schlanken uns so doll ein, wenn wir unsere Vielschichtigkeit nicht zu erkunden beginnen. Sowohl psychologisch schlanken wir uns total ein, was übrigens aus meiner Erfahrung auch der Treibstoff für die hartnäckigsten psychischen und psychosomatischen Symptome ist. Und auch spirituell. Wir bleiben zu schmal, selbst wenn wir in große transpersonale Ebene gehen können, emotional bleiben wir verstrickt. Das emotionale Jetzt ist immer noch ein Nein zum Jetzt. Ich finde, das hast du sehr schön beschrieben. Ne? Wir denken oft, ein Konflikt ist einfach etwas, da kommt was hoch und das will ich nicht haben. Mhm. Aber dass da oft ja mehrere Positionen in uns sind
und es deswegen Konflikt ist, das vergessen wir oft. Und es macht ja Genau, total Sinn. Ne? Auch wenn man, wenn zwei Menschen im Konflikt sind, sind ja auch zwei Positionen. ganz genau, So ist ja nicht nur eine Person. genau. Und dass das in uns auch so wirkt, finde ich, ist ein sehr schönes Bild, das auch einleuchtet. Und das in der Regel, Leon, ist uns das überhaupt nicht klar. Wir gehen zur Therapie und sagen, ich habe ein Einsamkeitsproblem, ich fühle mich unverbunden und dann fangen wir an, mit dieser Seite zu arbeiten. Wir eruieren gar nicht, wo ist die zweite Konfliktseite? Und ich finde es aber auch schwer. Also ich finde, das, was du sagst, macht total Sinn. Aber gleichzeitig fällt es mir schwer, zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal auf mein Beispiel zu Gerne. hingehen, wenn ich mich einsam fühle, es ist schwer, das anzunehmen, weil, wie du schon vorhin richtig erkannt hast, ich denke dran, okay, ich nehme es jetzt an, damit es mir morgen besser geht. So, weißt du? Warum solltest du es annehmen? Nimm es nicht an. Du bist nicht identifiziert mit ich nehme es an. Du bist identifiziert mit, wenn ich wünschen könnte, will ich es nicht haben. Das ist der Bus. Das ist der Bus, in den du steigst. Das ist, was ich versuche zu sagen. Dein emotionales Jetzt ist, da ist ein Konflikt. Identifiziert sind die meisten Menschen mit ich will es nicht haben, Ja. aber wir schrauben oder hoffen, die Informationen von der Emotion zu bekommen, die uns gerade Probleme macht. Aber damit sind wir gar nicht identifiziert. Die Einsamkeit geschieht dir. Sie springt dich an. Du wachst vielleicht morgens auf und du merkst, oh, ich fühle mich unverbunden. Heute wird, wie hast du vorhin gesagt, heute ist nicht mein Tag, hast du vorhin Mhm. gesagt, ne? So kann man ja sofort sagen, wer in mir sagt eigentlich, das ist nicht mein Tag. Vielleicht ist es gerade mein Tag, Mhm. weil was emotional gerade anklopft, weil es gerade darum geht, einen weiteren Reifeschritt zu gehen. Aber der Reifeschritt könnte darin begründet sein oder überhaupt darin liegen, dass ich erst mal merke, womit bin ich denn identifiziert? Wenn eine Wunschfee käme, würde ich sagen, nee, du kannst wieder gehen. Das ist gerade eine tiefe Begegnung hier mit mir selbst. Mhm. Oder sage ich, bitte nimm es sofort weg. Ich will das nicht haben. Dann bin ich damit identifiziert und dieser Seite, die sagt, ich will es nicht haben, der geht's ja nicht gut. Die wird überfallen, in Anführungszeichen überfallen, von der Einsamkeit. Also diese Seite braucht erstmal unsere Aufmerksamkeit. An dem Bahnhof stehen wir. Jetzt würde ich nochmal gerne auf diesen Teil der Zukunft zu sprechen kommen, den du Ja. ja auch am Anfang angesprochen hast. Warum ist diese tiefe Begegnung mit uns selbst so wichtig für unsere Zukunft? Ja. Also, wenn wir Kind sind und wir bekommen nicht vorgelebt, wie wir unseren Wesenskern in unserer ganzen Palette verkörpern können, dass zum Beispiel keine Wertung zwischen einzelnen Gefühlen da ist oder zwischen einzelnen Emotionen da sind, vor allem jetzt, wenn ich sage Gefühlen, zu Beginn unseres Lebens. Wenn wir das nicht vorgelebt bekommen, dann haben wir ein Problem, weil dann müssen wir bestimmte Seiten in uns als besser einstufen, positiv, und die anderen sagen wir eher, will ich nicht haben. Wir streben nach einem Wunschbild, nach einem Wunschzustand. Freude haben, fröhlich sein, kraftvoll sein, leistungsstark sein und so weiter. Also alles, was mir da entgegenkommt, verbunden sein. Wenn nicht alles, was mir in die Quere kommt, zum Beispiel der Einsame in mir oder die Einsame in mir, die will ich nicht haben. Es könnte sogar sein, das machen sehr viele Menschen, dass sie sagen, das bin ich eigentlich nicht. Ich bin im Kern eigentlich ganz anders. Ich bin im Kern nicht kraftlos. Im Kern bin ich kraftvoll. Ich immer sage, woher willst du wissen, wie du im Kern bist? Das ist erstmal das ist eine Vorstellung. Wir spalten unser Ich sozusagen auf in Ich und Nicht-Ich. Ich ist, so will ich sein, Wunschfee kommen, macht das so und so. Und Nicht-Ich ist eben alles, was da nicht reinpasst. Und da stehen wir im Kampf miteinander. Das haben wir gelernt. Das haben unsere Eltern uns vorgelebt, das lebt uns die Gesellschaft vor, das haben wir im Kindergarten erfahren, in der Schule. Wir haben genau mitbekommen, wenn ich so bin, gehöre ich dazu, wenn ich so bin, gehöre ich nicht dazu und so weiter. Wir sind in einen Kampf mit uns selbst eingestiegen.
Wir streben nach einem Wunschbild, nach einem Wunschzustand, da will ich hin. So definieren wir, das bin ich. Dieses Selbstbild stellen wir leider nie in Frage. Ich finde, es ist so wichtig, respektvoll. In der Selbstbegegnung passiert das automatisch, weil du jede Seite erkundest. Wenn du jetzt mitbekommen hast in der Kindheit, dass im damaligen Jetzt, wenn du mitbekommen hast, einsam, Leon, das ist nicht so gut. Geh doch mal spielen, mach doch mal ein bisschen was. Oder du hast mitbekommen, dass niemand deine Einsamkeit bemerkt hat. Niemand hat bemerkt, dass du in Not bist. Dann hat diese Seite erfahren, im Jetzt von damals erfahren, ich kann nicht landen. Niemand interessiert sich wirklich für mich. Niemand tritt mit mir in einen Wir-Raum ein, in eine Begegnung ein. Niemand kommt zu mir und sagt, wow, was ist los, kleiner Leon? Niemand öffnet einen Wir-Raum. Letztlich niemand lässt mich Liebe spüren. Nicht Liebe zum Wegmachen. Es gibt ja Liebe, die macht weg, das ist instrumentalisierte Liebe, sondern wirklich Liebe. Komm her, erzähl mir, dass ein Wir-Raum entsteht, ein Begegnungsraum. Wenn du das nicht erlebt hast in deiner Kindheit, und das hättest du oder hast du vermutlich nicht erlebt, wenn die Einsamkeit jetzt in der Gegenwart als unerlöste Vergangenheit immer wieder anklopft. Hättest du dich verbunden gefühlt, hätten deine Bezugspersonen dir einen guten Landeplatz gegeben, wäre kein einsamer Leon entstanden. Das ist interessant, was du sagst, weil ich habe mich da jetzt gerade gesehen, wo du gesagt hast, also es gab Situationen, da erinnere ich mich, das war vor allen Dingen, wenn ich einen Konflikt hatte mit meinem Stiefvater. Danach war ich immer sehr alleine in meinem Zimmer und sehr einsam. Und dann war auch, meine Mutter war immer eigentlich gut in Verbindung mit uns, aber in dem Moment war sie dann auch loyal gegenüber meinem Stiefvater. Und da habe ich dann auch, also sie nicht mehr gespürt. Dann war sie wie so nicht da in dem Moment. So am nächsten Tag oder so irgendwann war sie wieder da. Aber dann in dem Moment war niemand da. Genau. Und ich durfte dann auch nicht mit meiner Schwester connecten, die im Nebenzimmer war. Und ich war einfach dann für mich allein. Und dann habe ich, glaube ich, auch so einen Glaubenssatz entwickelt von, also klar fühlte sich das nicht gut an, aber gleichzeitig komischerweise fühlte sich das ja dann auch sicher an. So von wegen, wenn ich alleine bin, bin ich sicher. Und das ist interessant. Und dann hat sich das, glaube ich, auf meine Erwachsenenwelt so übersetzt, dass ich hatte auch Angst vor Verbundenheit. Das habe ich dir vorhin noch im Café erzählt. Wenn ein Mensch, also freundschaftlich war es eigentlich nie so das Problem, obwohl ich da auch manchmal so, vor allen Dingen am Anfang so eine gewisse Ambivalenz spüre. Also Leute sagen auch zu mir, ja, und ich weiß noch, als ich dich damals kennengelernt habe, am Anfang warst du wie so eine Mauer. Gibt es einige Personen, die sowas sagen. Und das nicht alle, aber manchmal. Und ich weiß, was sie meinen. Dieses, ich muss mich erstmal beobachten und ich muss erstmal mich schützen. Und dann aber auch vor allen Dingen in romantischen Beziehungen, sobald ich merke, das geht jetzt in eine krasse Verbundenheit, habe ich mich oft zurückgezogen, habe gesagt, nee, ich glaube, das ist nicht sicher. Ich glaube, ich bin alleine. Ich glaube, alleine bin ich sicher. Ne? Aber gleichzeitig löst es dann ja eine extreme Einsamkeit aus. Weil alleine sein die ganze Zeit, es ist ja eigentlich eher so ein Muster aus der Vergangenheit. Es ist ja eigentlich nicht es ist, glaube ich, nicht das, wofür wir gemacht sind, ne? In der Einsamkeit die ganze Zeit zu sein. Wir wollen ja in der Verbundenheit sein mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist das, wonach wir irgendwo streben, verbunden sein mit uns selbst, mit unserem Umfeld. Ich glaube, dass es ein Bein ist. Ich glaube, es ist nicht das Alleinige. Aber also ich glaube, wir sind nicht nur soziale Wesen. Ich finde dann, da wird die Dimension, auch das Sein, also auch die Verbundenheit mit etwas, was über uns hinausgeht, wird dann zu wenig beachtet. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen beide Beine. Dass wir zum einen die tiefe Begegnung und Beziehung zu uns selbst haben und wir brauchen auch die Beziehung zu anderen. Ja. Aber wenn ich nochmal auf das Beispiel, also erstmal schön, dass du das teilst, also sehr schön.
Auch wenn es traurig ist natürlich, was du teilst, ne? Wenn ich das Beispiel noch mal aufgreifen darf. Du hast mich ja vorhin auch gefragt: „Wie ist es denn mit der Zukunft?“ Ich finde, anhand dieses Beispiels könnte man das vielleicht ganz gut zeigen. Du hast eine schmerzhafte Erfahrung gemacht. Das ist ja nicht, korrigiere mich gern, wenn ich jetzt Mhm. was sage, was nicht stimmig ist, ne? Das ist ja nicht nur, dass du einsam in deinem Zimmer bist. Da sind ja vermutlich, korrigiere mich gern, verschiedene Mhm. Emotionen. Du fühlst dich ungerecht behandelt, Mhm. also du bist vielleicht wütend, du bist vielleicht traurig. Es gibt ja, Einsamkeit ist ja erstmal ein Oberbegriff, eine Überschrift. Du kannst vielleicht auch Angst haben. Wir können einsam, ängstlich sein, einsam, ängstlich, einsam, wütend, einsam, traurig und so weiter. Also unter der Überschrift können schon mehrere Ich-Seiten in Reaktion gehen. Wenn du bestimmte Verletzungen an der Stelle erlitten hast, und in dem Fall ja nicht nur mit deinem Stiefvater, sondern deine Mutter war nicht loyal in dem Moment zu dir. Da kommt ja auch noch das mit rein. Es kann sein, dass eine Seite sich verraten fühlt. Wieso ist sie jetzt bei ihm und nicht bei mir? Das muss nichts mit rationalen Dingen zu tun haben. Wir sind ja Kinder, ne, gewesen. So, dieser einsame Leon, der atmet in dir. Da ist eine unerlöste Vergangenheit, was ich vorhin meinte, die 2 Arten der Vergangenheit. Diese Vergangenheit ist nicht abgeschlossen emotional, zeitlich ja, emotional nicht. Jetzt klopft er in der Gegenwart an. Und jetzt kommt es drauf an, verhältst du dich so, wie dein Umfeld sich in deiner Vergangenheit dir als kleiner Leon verhalten hat, nämlich dass du sagst: „Nicht, ich kann mit dir nicht, ich will dich auch nicht. Geh weg.“ Das kann heute aus ganz anderen Gründen sein als damals, aber die Kernbotschaft ist: „Das ist mir zu viel.“ Nein, die Kernbotschaft ist Nein. Wenn du das in der Gegenwart, im emotionalen Jetzt tust, zum Beispiel indem du, wenn das so ist, dass die Einsamkeit eigentlich auffordert, dass du in eine Beziehung mit dir selbst gehen bräuchtest, dass der Kleine sagt: „Hallo, hallo“, und du sagst: „Ich treffe mich lieber mit Freunden. Ich will dich lieber nicht. Wir müssen mal sehen, dass sich das hier ändert.“ Dann wiederholst du, was das Nein betrifft, Nein zu dieser Seite, Nein zum Leon, exakt das Gleiche wie dein Umfeld damals. Das bedeutet, ja, in Bezug auf die Zukunft, du wirst älter, aber du reifst nicht emotional. Der kleine Leon, dem du im Jetzt ein Nein sagst, wandert wieder ab, geht wieder nach unten und wird morgen oder nächste Woche oder in 3 Wochen wieder anklopfen. Weil eine Verletzung aus der Vergangenheit hat eine emotionale Ladung. Und eine Ladung will sich immer entladen. Es wird immer wieder anklopfen. Manchmal auch auf anderen Bühnen. Manchmal haben wir ja eben auch bestimmte psychische oder psychosomatische Bühnen, wo wir das ausleben, bestimmte Verletzungen ausleben. Ne? Also Symptome, hartnäckige Symptome zum Beispiel. Ich hoffe, es wird ein bisschen deutlicher. Mhm. Wir haben eine Art der Zukunft, da sagst du weiterhin im Jetzt Nein, da wirst du einfach älter. Kannst auch mental reifen, kannst Strategien entwickeln. Ich atme die Einsamkeit weg, ich meditiere sie weg, ich klopfe sie weg, ich mache was auch immer, Yoga oder whatever. Mhm. Also nichts gegen die wunderbaren Ja. Dinge, aber du reifst nicht. Du wiederholst die ganze Zeit deinen Vergangenheitsschmerz. Und die zweite Art der Zukunft, aus meiner Sicht die echte Zukunft, da wirst du älter und du reifst. Die Beziehung zu dir und damit ja zum Leben, du bist das Nadelöhr, zur Welt, zu Menschen, beginnt ja mit der Beziehung zu dir. Du veränderst dich. Du kommst immer mehr im Jetzt an. Ich will dem ja Raum geben und auch da sein lassen. Aber wie Mhm. mache ich das denn? Also, da das ja eine
eine wirklich tiefe Sache ist, von der ich hier zu sprechen versuche, ist das nicht 0-1. Man kann nicht, das ist ein tiefer innerer Mhm. Weg, Oder ich Leon. sag mal, ne, meine Geschichte nehme ich jetzt hier auch nur als Beispiel für Zuhörerinnen, die vielleicht ähnliche Situationen haben. Mhm. Und ich glaube, was jetzt gerade noch so im Raum steht als Frage, die auch bei mir Mhm. hochkommt, ist so, okay, wie kann ich anfangen, diesen Weg zu gehen? Was sind so die ersten Schritte, weißt Mhm. du? Mhm. Also der allererste Schritt, und der ist für viele Menschen schon sehr augenöffnend, ist überhaupt erst mal festzustellen, was für Konfliktseiten sind für mich im emotionalen Jetzt eigentlich da? Weil wir sind kollektiv nicht so geprägt. Wie gesagt, wir gehen zur Therapie und arbeiten an unserer Depression. Wir stellen uns nicht die Frage, wir arbeiten nicht mit der Seite, die sich von der Depression gestört fühlt. Also überhaupt eine Wahrnehmung zu bekommen. Der innere Weg, den ich anbiete, der heißt ja Essential Core, ist ein Weg, wo du überhaupt erst mal ein Fundament schaffst, dass deine Wahrnehmung sich überhaupt erst mal in diese Richtung bewegt, weil wir bekommen es gar nicht mit. Das ist wie ein toter Winkel in unserem Inneren. Also ich würde immer gerne als allerersten Schritt an die Hand geben, wenn etwas auftaucht in dir, was dir unangenehm ist, ähm, ein Symptom, dass du erst mal mitbekommen kannst, vielleicht sogar aufschreiben oder aussprechen kannst, welche Konfliktparteien sind jetzt eigentlich in mir aktiv? Das ist das Allerwichtigste, damit du die Möglichkeit hast, diese Brille abzunehmen, durch die wir normalerweise immer schauen, mit „Ich will es nicht haben“. Meistens ist es „Ich will es nicht haben“ und das Symptom. Manchmal gibt es sogar noch mehr Seiten. Und dann kann man mit verschiedenen Symbolen erst mal arbeiten oder aufschreiben. Hauptsache, wir kommen in die Richtung, wir Menschen haben, wie ich vorhin meinte, Bewusstheit über Bewusstheit. Wir können beginnen, an der Stelle wie einmal rauszutreten. Das Wichtige ist aber, weil es gibt ja auch mittlerweile Ausrichtungen, wo immer von dem Seinsraum gesprochen wird, und es entsteht auf diesem Weg ja tatsächlich auch ein sehr tiefer Seinsraum in einem selber, ne? Aber das Wichtigste ist das Sein, dass das Sein in Beziehung ist. Das Entscheidende ist die Beziehung. Es geht nicht darum, dass du eine Emotion nimmst, sie tief erkundest und dann bist du im Seinsraum und du hast eigentlich nur die Emotion benutzt, damit du in den Seinsraum kommst, sondern es geht darum, dass du mit dir selbst aus einer Zwangsehe in eine Liebesbeziehung kommen kannst. Aber es beginnt oft erst mal damit, deswegen ist es für viele Menschen erst mal: „Wow, Maria, ich lasse mich ja gar nicht in Ruhe.“ Ja, das ist das, wie es bisher noch ist. Das ist der Bahnhof, an dem du stehst. Okay, von da aus kann es weitergehen. Aber wir bekommen es nicht mit. Wir glauben, es sei ein liebevoller Akt, wenn wir uns nicht gut fühlen, dass wir dann Seiten ins Licht bringen. Wer will das ins Licht bringen? Wieso? Warum nicht der Seite in der Dunkelheit begegnen lernen? Da lebt sie doch. Ich kann sie immer ins Licht bringen, aber dann wird eine Seite immer weiter an der tiefsten Stelle im Dunkeln atmen. Also, es geht doch mehr darum, eine Begegnungskompetenz aufzubauen mit uns selbst. Und letztlich, Leon, wie gesagt, wenn ich merke, es ist mir zu viel, ich möchte jetzt wirklich erst mal Ruhe, ich brauche Urlaub von mir selbst vielleicht sogar, ja? Nicht nur von der Welt, sondern vielleicht auch manchmal brauchen Menschen Urlaub auch von sich selbst. Dann ist es doch wunderbar, in seinem Toolkoffer zu wissen, ich kann Seiten in mir ins Licht führen. Gut, das ist eine Pille, wie eine Kopfschmerztablette. Das hat noch gar nichts damit zu tun, dass ich mir begegne. Die Kopfschmerzen werden wiederkommen. Also beginnt es doch damit, überhaupt erst mal zu gucken, welche konflikthaften Seiten sind eigentlich hier? Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also du hast gesagt, dass es einfach wichtig ist, diese Zur-Kenntnisnahme, ne? Mhm. Dazu kann man verschiedene Dinge machen. Man kann zum Beispiel
Sachen aufschreiben, ne, so wie so ein Journaling betreiben und mal diese Position einfach mal aufschreiben, die man da so spürt. Mhm. Und um damit dann so eine Begegnungskompetenz, hast du es genannt, zu erreichen. Jetzt Das ist verzeih, hm? das muss ich kurz korrigieren. Das ist noch keine Begegnung, das ist eine Bestandsaufnahme. Die Begegnung geht sehr viel tiefer. Aber das ist Ja, der erste Schritt, um die überhaupt ersten erst Schritte, mal um in diese Begegnungskompetenz kommen zu können. zu Musst du kommen. ja wissen, womit gehe ich denn soll ich denn oder kann ich in Begegnung gehen? Genau. Jetzt hast du gesagt, okay, teilweise Meditation, Yoga und so weiter wird dann verwendet, um einfach raus aus einem Zustand zu kommen, der einem gerade nicht passt. Jetzt ist es ja so, dass du auch selber sehr viel meditierst. Mhm. Aus deiner Perspektive, diese Tools, nenne ich sie jetzt einfach mal, wofür ist es eigentlich da oder wofür könnte man es vielleicht besser verwenden? Du meinst das Meditieren zum Zum Beispiel? Beispiel. Also, Meditation ist eine unglaubliche Sache. Ähm, wir nutzen es heutzutage in unserer Gesellschaft leider häufig, ähm, um uns innerlich zu optimieren oder also noch leistungsfähiger zu sein. Es gibt ja viele Manager, die meditieren. Mhm. Das hat mit Meditation aber gar nichts zu tun. Meditation ist ein sehr tiefer spiritueller Prozess, wo letztlich es darum geht, dass das Ich sich langsam auflöst. Das ist die ursprüngliche Ausrichtung in verschiedensten Traditionen. Also es geht um die Begegnung mit etwas Höherem, etwas, was über uns hinausgeht. Wir nutzen es aber, weil es eben auch bestimmte Effekte auch hat auf unser Inneres, nutzen wir es eben oft als Pille, ob es ist Fokussierungspille oder Beruhigungspille. Und ich sage nichts dagegen. Ich finde, wir sind ja frei. Wir können ja schauen, was brauche ich jetzt gerade? Das Problem ist nur, wenn wir immer wieder eine Kopfschmerztablette nehmen, dann werden die Kopfschmerzen ja dadurch nicht unbedingt besser. Also sie werden immer wieder kommen müssen. Und Meditationen, es gibt ja so viele Möglichkeiten, so viele Arten der Meditation, ja. Ähm, ich plädiere ja ganz stark dafür, dass, und das ist ja auch meine Ausrichtung, dass Psychologie die Spiritualität trifft, in der Selbstbegegnung, im Aufbau der Begegnungskompetenz passiert das, weil letztlich ist es die Begegnung mit einer tiefen Liebe, mit einer Liebe, die nicht mehr instrumentalisiert. Eine Liebe, die auch zum Nein Ja sagen kann, weil sie den Raum hat. Deswegen spreche ich auch von einer emotionsbasierten Spiritualität. Ich weiß genau, dass in vielen Traditionen würde man, wenn ich das so sage, wahrscheinlich sagen, Moment mal, es geht doch gerade darum, dass die Emotionen überwunden werden sollen und so weiter. Nee, die meisten Menschen nutzen Spiritualität aus einem Nein zum emotionalen Jetzt. Sie instrumentalisieren es. Wenn wir also erstmal überhaupt eine Basis schaffen, dass wir überhaupt mal ankommen überhaupt im Jetzt, und das kann jeder lernen. Jeder kann lernen, mit sich selbst in eine tiefe Beziehung zu gehen. Kein Zuckerguss, sondern wirklich authentische, tiefe Beziehung. Von dort aus, wenn wir dann in die Meditation einsteigen, steigen wir auf einer völlig anderen Dimension ein, weil wir es nicht mehr instrumentalisieren. Es ist keine Beruhigungspille, es ist keine Flucht aus dem Jetzt. Es ist nicht, ich komme nicht gut mit mir klar, ich muss jetzt erstmal in die Ruhe und in die Stille und wunderbar, da bin ich in der Weite. Nichts dagegen. Wenn es zu viel ist, müssen wir es tun. Aber es ist eine Pille. Wenn wir dann in der Weite sind, wäre eigentlich die interessante Frage, okay, was war eigentlich vor einer Stunde los? Ja? Was hat in meinem Alltag heute zu dieser Verengung geführt? Und wenn ich mich dann vielleicht frage und merke, Mensch, eigentlich ist das jeden dritten Tag so, dann ist da ein Muster, dann klopft eine unerlöste Vergangenheit die ganze Zeit an. Deswegen spreche ich auch nicht nur von einem spirituellen Erwachen, sondern auch von einem emotionalen Erwachen. Wir können spirituell erwachen und emotional vollkommen verstrickt bleiben.
wie leider ja auch viele traurige Beispiele zeigen, wo Menschen, die sehr, ähm, die erleuchtet waren und sehr schlimme Dinge gemacht haben. Wir können aber nicht emotional erwachen, ohne spirituell zu erwachen. Wir können trennen, wir können in die transpersonale Ebene gehen. Wir Menschen sind in der Lage, das einzige Säugetier, stand jetzt zumindest der Wissenschaft, die das kann, bewusst sagen, ich setze mich hin, ich meditiere, ich gehe in das Transpersonale, das kann man ja auch bis zum Non-Dualen auch haben, und weiterhin emotional dissoziiert sein dabei. Wir können das leider. Oder zum Glück, je nachdem. Du hast gerade gesagt, es gibt einige Spirituelle, die schlimme Dinge getan haben. Vielleicht kann man das nochmal als Beispiel nennen, weil das ist ja eigentlich genau das, worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben, dass man in diesen ganzen, also in diesen ganzen Praktiken sein kann und trotzdem nicht wirklich verbunden sein kann. Total. Hast du da ein Beispiel? Also ich habe ganz viele Beispiele, Ja. aber ich nenne nicht so gerne Namen. Ja, dann machen wir einfach anonym. Also es gibt auch Prozesse. Es gibt Prozesse gegen, und einige sind jetzt schon gestorben, gegen große spirituelle Lehrer, wo man, da kann auch jeder sich im Mhm. Netz ja auch erkundigen, wo Missbrauch passiert ist, wo Gewalt passiert ist, wo nach dem Tod dieses erleuchteten, spirituell erleuchteten Menschen, Schüler Bücher veröffentlicht haben, die eben deutlich gemacht haben, wie gewaltvoll, wie cholerisch, wie kalt diese Person war. Es war doch jetzt letztens noch, ich habe das nur so beiläufig mitbekommen, da war jetzt ja diese Epstein-Geschichte, die Mhm. gerade wieder groß medial vertreten wurde, und da wurden ja auch einige spirituelle Lehrer in diesem Mhm. Netzwerk gefunden. Ich frage mich, wie ein solcher Mensch eine solche Reichweite aufbauen kann mit seiner spirituellen Maske. Am Ende ist es ja dann wirklich, aus meiner Sicht ist es dann ja wirklich eine Maske, die diese Person Nicht trägt, oder? unbedingt, Leon, nicht unbedingt. Also wir Menschen sind ja auf verschiedenen Ebenen präsent. Ne? Wir sind physisch präsent, bewusst oder unbewusst. Physisch präsent, wir sind emotional präsent, wir sind mental präsent und wir sind spirituell präsent. Also es gibt gibt diese 4 Ebenen. Und es gibt die Möglichkeit, wenn man einen spirituellen Weg geht, dass wir das tun, um aus dem emotionalen Jetzt wegzukommen. Ein spiritueller Bypass, würde man sagen. Du kannst aber durch bestimmte geistige Schulungen kannst du sehr, sehr, sehr weit gehen. Du kannst auf der spirituellen Ebene eine unglaubliche Schulung haben und wirklich in non-duale Zustände kommen. Du kannst nicht nur Peak-Erlebnisse haben, du kannst wirklich auch einen Durchbruch da haben. Du hast nur trotzdem, obwohl du diese Art von Verbundenheit hast, dieser Raum, der offen ist, bist du nach unten nicht zwangsläufig verbunden. Also, wie gesagt, da gibt es leider viele nicht gute Beispiele dafür. Ich glaube, dass die Jahrtausende alte Weisheitstradition, die wir haben, die ja unglaublich sind, also wirklich, wenn ich Texte aus verschiedenen Ausrichtungen lese, dann bin ich, also da ist ja spürbar, was da für ein Bewusstseinsraum atmet, ja, bin ich im tiefsten Respekt. Das Problem ist, diese tiefen, tiefen Wahrheiten treffen auf Menschen, die emotional verletzt sind, die emotional verstrickt sind, die ein Nein zum Jetzt haben, die an der Stelle auf der emotionalen Ebene die Liebe nicht Einzug findet, weil sie immer wieder Nein sagen. Also so ist es aus meiner Sicht ursprünglich Mhm. gar nicht gedacht. Das heißt, wenn wir überhaupt erst mal eine Begegnungskompetenz mit uns selbst entwickeln können, dann hast du ein vollkommen anderes Fundament, von wo aus du dich dann den Weisheitstraditionen widmen kannst. Ich habe Menschen, die ich begleite, die sind in unterschiedlichsten Weisheitstraditionen oder Religionen unterwegs und haben bis zu dem Moment, wo sie eben diesen Weg Essential Core beschritten sind, gar nicht gewusst,
dass sie die ganze Zeit fliehen. Sie nutzen Meditation für bestimmte Dinge, aber eigentlich vor allem, um zu flüchten. Das muss nicht so sein, aber das ist sehr oft der Fall. Deswegen lohnt es sich so sehr, das emotionale Jetzt kennenzulernen. Maria, am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Stell dir vor, du würdest jetzt eine Nachricht an die Menschen schicken, anonym, mit einem Satz. Welcher Satz wäre das? Ich wünsche euch, dass ihr lernt, euch selbst zu begegnen, tief zu begegnen, damit ihr den Honig des Lebens und der Liebe viel tiefer und intensiver schmecken könnt. Maria, wo können die Menschen dich finden? Am besten auf meiner Website nachschauen, mariasanchez.de. Meine Bücher kann man natürlich auch lesen, um sich ein bisschen da mehr einen Überblick zu verschaffen. Ich mache Seminare, ich biete Online-Kurse an, mein YouTube-Kanal. Also ich glaube, auf der Website kann man alle Informationen finden. Die Links zu Maria finden in der Beschreibung. Maria, vielen lieben Dank, dass du heute zum zweiten Mal hier warst. War mir eine große Freude, Leon. Vielen Dank.